Am Montag habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich eine allzu oft gehörte Konversation nachgestellt habe zwischen einer naiven Person, die glaubt, dass man Deutsch nicht braucht, denn die ganze Welt spricht Englisch, und einer gut unterrichteten Person, die weiß, dass viele Menschen Deutsch lernen sollten, denn Deutsch ist wichtig und nützlich in der heutigen Welt. Heute erweitere ich diese Konversation, um dir viele Informationen zu geben. Damit kannst du deine Freunde überzeugen, Deutsch zu lernen. Es ist doch selbstverständlich, dass man Deutsch lernen soll, wenn man nach Deutschland reist oder in Deutschland studiert. Wenn man als Ausländer in Deutschland studiert, muss man meistens nicht so viel bezahlen. In Baden-Württemberg kostet es 1.500 € pro Semester, aber in anderen Bundesländern kostet es nicht so viel. Es gibt auch viele Möglichkeiten, Geld von Organisationen in Deutschland und in deinem Heimatland zu bekommen. Ich zum Beispiel bekam 2009 ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Ich studierte dank diesem Stipendium einen Monat im Sommer an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es gibt natürlich Anforderungen, die man erfüllen muss, um in Deutschland zu studieren. Wenn man nur eine kurze Weile in Deutschland studieren will, muss man vielleicht nicht so viel Deutsch sprechen können, aber normalerweise muss man mindestens B1 erreichen. Es gibt ein paar Examen, die deutsche Universitäten annehmen. Wenn man B1 beherrscht, darf man an einer deutschen Universität studieren. Wenn man dieses Niveau nicht beherrscht, kann man immer noch an manchen Universitäten studieren. Es gibt Links in der Beschreibung, wo man mehr Informationen darüber finden kann. Wenn du dich auf diese Examen vorbereiten willst, solltest du Lingoda probieren. Jede Lektion wird von einem deutschen Muttersprachler unterrichtet. Du kannst Gruppen- oder Privatstunden nehmen. Diese Lektionen sind speziell für Menschen gemacht, die sich auf Examen vorbereiten müssen oder wollen. Du kannst ein Zertifikat für jedes Niveau von Lingoda bekommen. Diese Zertifikate werden in vielen Institutionen sowie Universitäten anerkannt. Wie ich in dem anderen Video gesagt habe, ist Deutschland das bevölkerungsreichste Land Europas und hat das viertgrößte BIP der Welt. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die Deutsch sprechen, und diese Menschen kaufen Waren, die in deinem Land hergestellt werden. Du kaufst auch sehr oft deutsche Waren, obwohl du das vielleicht nicht bemerkst. Zum Beispiel, es gibt fast 2000 Aldi-Filialen in 35 Bundesstaaten in den USA. Aldi beschäftigt fast 100.000 Menschen weltweit. Adidas beschäftigt über 60.000 Menschen in mehr als 160 Ländern. Viele Menschen, die bei diesen Firmen arbeiten, brauchen kein Deutsch, aber wenn man will, kann Deutsch sehr hilfreich sein, um mit diesen Firmen zu handeln. Deutsche geben mehr Geld in den Ferien aus als fast alle anderen Menschen der Welt. Ich habe sogar einen Aufsatz von 1995 gefunden, in dem ein interessanter Trend zu finden ist. Damals gaben Deutschen 3,6% ihres Einkommens für Reisen aus, aber die Durchschnittsausgaben für Europäer lagen nur bei 2,9%. 2009 gaben Deutsche 90 Milliarden $ für Reisen aus. 2014 war Deutschland Nummer 3 auf der Liste, aber sie gaben immer noch 92 Milliarden $ für Reisen aus. Wenn so viele Deutsche reisen, müssen manche Menschen Deutsch mit ihnen reden. Deutschland produziert 2013 93.600 neue Bücher. Das ist Platz 5 auf der Liste der meistgedrückten Bücher. Aber es ist erwähnenswert, dass die Top 3, China, die USA und das Vereinigte Königreich, nicht nur neue Bücher enthalten, sondern auch Neuauflagen alter Bücher. Kurz gesagt, wenn man Deutsch lernt, gibt es sehr viel zu lesen. Egal warum du Deutsch lernst, es gibt eine Menge Möglichkeiten, online und offline Deutsch zu lernen. YouTuber wie Dominik von Get Germanized oder Katja von Deutsch für euch können euch sehr viel Deutsch beibringen. Lingoda ist auch eine sehr gute Option. Wenn du diese Option ausprobieren willst, kannst du Geld sparen, wenn du diesen Rabattcode verwendest. Wenn du jede Woche mehr Deutsch von mir lernen willst, solltest du diesen Kanal abonnieren.
Ich habe auch Arbeitsblätter und andere Materialien für meine Patreon-Unterstützer. Für nur $2 pro Video kannst du diese Sachen auch bekommen. Folge mir bei Twitter und den anderen sozialen Netzwerken, wo ich andere Informationen über die deutsche Sprache teile. Bis dann. Tschüss.